Mein Name ist Jonathan Schaffers. Ich bin in der 4. Generation jetzt bei der Firma Welbers und wir sind Sand- und Kiesunternehmen und wir brechen hier mit dem Rubble Master 100. Also wir haben uns für den Hybridantrieb entschieden, weil wir hier die Möglichkeit haben. Durch unsere große Kiesanlage hatten wir schon den Netzanschluss hier vorhanden und haben dann für den Rubble Master, vor allem auch aus Umweltgründen, weil wir persönlich jetzt gerne ein bisschen umweltschonender den Brecher betreiben wollten, uns gegen den Dieselantrieb und für den Hybridantrieb entschieden. Genau. Und natürlich spart uns das auch Kosten ein, muss man sagen, im Verhältnis zum Dieselantrieb. Wir haben jetzt eine relativ kleine Produktionsmenge, so 40.000 Tonnen im Jahr an Körnung. Und wir wollten aber noch den Bauschutt, wir haben noch eine Deponie mit dabei und die wollten wir dann quasi in Kombination brechen, den Bauschutt und die Körnung. Und deswegen hat sich für uns der Rubble Master auch gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut angeboten. Wir haben uns auch gerade für eine Prallmühle entschieden, weil wir hatten auch vorher schon einen Kegelbrecher hier, also von extern. Und gerade das Brechkorn ist für unseren Endkunden dann doch in der Prallmühle deutlich angenehmer. Oder was heißt angenehmer, aber schöner. Da hat man eine bessere Anhaftung vom Asphalt drauf und auch für die Ziersplitte ist das für den Privatkunden auch deutlich hübscher zum Ansehen, würde ich das mal sagen. Also der Rubble Master ist sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv durch die Fernbedienung, die dabei ist. Kann man ihn noch ganz bequem aus dem Radlader heraus versetzen und bedienen. Also das ist wirklich sehr einfach und intuitiv für die Leute hier. Brechen mit Stromantrieb oder Hybridantrieb funktioniert bei uns recht einfach. Wir haben ein 15 Meter langes Kabel an der Trafostation und zum Betrieb stecken wir die einzelnen Teile des Kabels in den Brecher ein und von da an bricht der Brecher ganz normal. Zum Saubermachen muss man kurz entkoppeln wieder und den Netzbetrieb unterbrechen, aber dann fährt man den Brecher kurz zur Seite und steckt ihn danach wieder ans Netz an. Wir würden Rubble Master nach aktuellem Stand auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Funk macht genau das, was er versprochen hat vorher und wir sind mit dem Hybridantrieb auch sehr zufrieden, dass er wirklich elektrisch auch die Leistung hat, die er versprochen hat und wirklich auch den Kies bricht. Das ist nun mal ein sehr harter Einsatz und selbst dafür ist der Hybridantrieb vollkommen ausreichend. Ja.